In diesem Tutorial werden wir gemeinsam in 3 ganz einfachen Schritten eine professionelle WordPress-Website erstellen und das alles ohne eine einzige Zeile Programmiercode schreiben zu müssen. Dieses Video ist perfekt für Anfänger, da überhaupt keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Wir werden zusammen Schritt für Schritt die gesamte Website von Anfang bis Ende erstellen und dabei keinen einzigen Schritt überspringen. Außerdem wirst du Zugriff auf eine breite Palette von über 240 Designs haben, die du nach Belieben anpassen kannst. Zusätzlich wird die Website vollständig für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets optimiert sein. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du gerne die Kommentarfunktion unter dem Video nutzen und ich werde dir zeitnah dazu antworten. Ich freue mich über jede Rückmeldung und hoffe, dass diese Anleitung dir den erfolgreichen Start mit deiner eigenen Website ermöglicht. Also, lass uns direkt anfangen. Ich bin Abud und wünsche dir viel Spaß mit diesem Tutorial. Zunächst starten wir erst einmal mit einem kurzen Überblick, was uns in diesem Tutorial eigentlich erwartet. Als erstes besorgen wir dir eine Domain und Hosting, damit deine Website online erreichbar ist. Die Domain ist der Website-Name, also zum Beispiel google.de, facebook.com oder eben deinewebsite.de. Beim Hosting bzw. Webhosting stellt dir eine Firma gegen eine monatliche oder jährliche Gebühr Speicherplatz auf ihrem Server zur Verfügung, damit deine Website rund um die Uhr angezeigt wird, wenn Besucher diese aufrufen. Auf diesem Speicherplatz werden alle Inhalte deiner Website, also zum Beispiel Texte, Bilder, Videos und so weiter, abgelegt und im Internet schnell zugänglich gemacht. Wenn du nur eine Domain hast und kein Hosting, dann wird nichts angezeigt, wenn man deine Website in die Browserzeile eintippt. Deshalb sind sowohl Domain als auch Webhosting zwingend erforderlich. Als zweites installieren wir dann WordPress. WordPress ist seit sehr vielen Jahren mit Abstand das beliebteste Content-Management-System, auch abgekürzt als CMS, und eignet sich hervorragend zur Erstellung von Websites und Blogs, weil es sehr benutzerfreundlich ist. Sogar bekannte Websites nutzen WordPress, zum Beispiel die New York Times, die Seite von Walt Disney und auch die Meta Newsroom Website setzt auf WordPress. Als drittes designen wir dann noch die Website ganz individuell nach unseren Wünschen. Der einzige von diesen 3 Schritten, der ein wenig Geld kostet, ist der für die Domain und das Hosting. WordPress selbst ist kostenlos und auch das Design der Website, wofür man sonst bei einem guten Webdesigner einen 4-stelligen Betrag zahlt, ist ebenfalls kostenlos, da wir uns selbst darum kümmern. Dabei ist es völlig egal, um welche Art von Website es sich handelt. Die Kosten für Domain und Hosting werden immer fällig. Deshalb kann man diese Kosten auch nicht umgehen, wenn man eine professionelle Website möchte. Die Kosten belaufen sich hierbei aber auch nur auf ca. 5 bis 15 Euro pro Monat, was ein sehr fairer Preis ist, um eine Website 24 Stunden am Tag online zu haben. Also lass uns direkt mit diesem ersten Schritt beginnen. Die Domain und das Hosting bekommen wir beides bei SiteGround. Das ist einer meiner Favoriten bei den Webhosting-Anbietern, da ich diesen auch selbst für verschiedene Projekte nutze und bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe. In meinem Tutorial vom letzten Jahr hatte ich noch einen anderen Webhoster vorgestellt, dieser bietet aber mittlerweile keine .de Domains mehr an, deshalb passt es sehr gut, dass wir jetzt SiteGround als Webhoster wählen. Denn dort hat man sogar noch zusätzlich deutschen Support, das hatten sich nämlich noch einige gewünscht. Damit wir uns das alles genauer anschauen können, gehen wir jetzt erst einmal zur Website von SiteGround. Dafür kannst du auf den Link unterhalb des Videos klicken oder du tippst einfach wpmoves.de/SiteGround in die Browserzeile ein. Dabei handelt es sich um einen Affiliate-Link und SiteGround erkennt dadurch, dass du über mich auf sie aufmerksam geworden bist, wofür ich im Gegenzug eine kleine Provision von SiteGround erhalte. Der Preis bleibt übrigens für dich genau derselbe, du zahlst also keinen einzigen Cent mehr. Das ermöglicht mir auch weiterhin, solche aufwendigen WordPress-Tutorials kostenlos auf YouTube zu veröffentlichen. Daher würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Link nutzt und mich dadurch unterstützt. Vielen Dank schon mal dafür. Jeder andere Webhosting-Anbieter hat übrigens auch so ein Affiliate-Programm. Das ist also nicht der Grund, warum ich mich für SiteGround entschieden habe. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich diesen Webhoster einfach mit sehr gutem Gewissen empfehlen und euch die mühsame Suche nach einem Webhoster ersparen, falls ihr noch keinen habt. Bevor wir hier weitermachen, möchte ich noch erklären, warum es überhaupt so wichtig ist, einen guten Webhosting-Anbieter auszuwählen. Die Erstellung einer professionellen und erfolgreichen Website beginnt schon bei der Wahl des Hosters. Denn dieser ist maßgeblich für die Geschwindigkeit deiner Website mitverantwortlich. Gute Webhoster haben schnelle Server und dadurch lädt deine Seite dann auch sehr schnell. Wenn du einen schlechten Webhoster mit langsamen Servern hast, dann wird auch deine Seite langsam laden. Das wiederum führt dazu, dass die Besucher genervt sind und die Website wieder verlassen. Wenn das häufiger vorkommt, erkennt das auch Google und wird deine Website in den Suchergebnissen schlechter positionieren.
Weniger Website-Besucher bedeutet natürlich auch weniger Kundenanfragen und weniger Umsatz. Ein guter Webhoster sichert eure Website auch durch wöchentliche oder tägliche Backups ab, damit ihr eine Kopie eurer Seite habt, falls diese mal gehackt werden sollte. All das und noch viel mehr bekommt man zum Beispiel bei SiteGround. Hier kann man sehen, dass sie sogar einen Umzugsservice mit kostenlosen WordPress- und E-Mail-Migrationstools anbieten. Also wenn man bereits einen anderen Webhoster hat und zu SiteGround wechseln möchte, kann man das nutzen. Was mir auch gut gefällt, ist, dass SiteGround für WordPress optimiert ist und dadurch super funktioniert. Zum Beispiel können wir WordPress mit nur einem Klick installieren und haben auch einige Sicherheitsfunktionen mit dabei, um unsere Website vor Hackerangriffen zu schützen. Super ist auch der schnelle 24-Stunden-Support auf Deutsch, der wirklich zu jeder Zeit erreichbar ist. Wenn man mal irgendein Problem mit seiner Website haben sollte, kann man ganz leicht eine Anfrage senden und bekommt zügig kompetente Hilfe. Das funktioniert immer sehr gut. Bei allen Paketen kann man auch unbegrenzt viele E-Mail-Adressen für sein Domain erstellen, also beispielsweise kontakt@deinewebsite.de. Was vor dem Ad-Zeichen stehen soll, kann man sich selbst aussuchen. Kostenloser Spam-Schutz und Webmail-Service sind ebenfalls inklusive. Wir scrollen jetzt wieder nach oben und schauen uns die 3 verschiedenen Pakete an. Wenn ihr nur eine Website benötigt, empfehle ich mit dem kleinsten Startup-Paket zu starten. Das hat bereits eine klasse Performance und alles, was man braucht. Man kann außerdem jederzeit nachträglich das Paket upgraden. Unter anderem ist bei dem Startup-Paket auch eine kostenlose Domain für das erste Jahr dabei. Außerdem werden auch tägliche Backups von der Website gemacht. Es kann sein, dass euch hier ein anderer Preis angezeigt wird als bei mir gerade, da die Rabattaktionen von SiteGround sich von Zeit zu Zeit etwas ändern können. Wir klicken jetzt also auf Plan bestellen und dann können wir eine neue Domain registrieren oder falls du schon eine Domain hast, kannst du das hier entsprechend auswählen und deine Domain eintragen. Wenn du schon eine Domain von einem anderen Anbieter hast, kannst du auf das Video klicken, das jetzt hier oben rechts in der Infokarte eingeblendet wird oder unten in der Infobox verlinkt ist. In diesem Video zeige ich dir nämlich, wie du deine Domain mit SiteGround verbindest. Ich registriere jetzt eine neue Domain und trage wpmoves-tutorial ein und als Endung ist bereits .de ausgewählt. Ich wähle für mich jetzt aber einfach mal die .com Domain aus. Dann klicken wir auf Fortsetzen und dann wird geprüft, ob die Domain noch verfügbar ist. In diesem Fall ist sie es. Im letzten Schritt machen wir noch ein paar Angaben und schicken die Bestellung dann ab. Bei den Kontoinformationen tragen wir unsere E-Mail-Adresse und das gewünschte Passwort ein. Damit loggen wir uns dann später bei SiteGround ein. Dann geben wir noch die persönlichen Informationen wie Name, Adresse und so weiter ein. Falls ihr ein Unternehmen habt, dann könnt ihr hier auch gleich noch die Umsatzsteuer-ID eintragen. Bezahlen kann man ganz bequem entweder mit Kreditkarte oder mit PayPal. Wenn man PayPal wählt, wird man gleich im Anschluss zu PayPal weitergeleitet, um die Zahlung abzuschließen. Bei den Informationen zum Kauf sehen wir den Plan, den wir ausgewählt haben. Diesen könnte man hier jetzt auch nochmal wechseln, wenn man möchte. Da sich eure zukünftigen Website-Besucher mit Sicherheit in Deutschland und Umgebung befinden, ist es wichtig, dass beim Rechenzentrum Deutschland ausgewählt ist. Durch die Nähe des Rechenzentrums bzw. Servers lädt die Website für eure Besucher nochmal einen Tick schneller. Bei der Vertragslaufzeit wähle ich gerne 12 Monate. Hier hat man meistens das beste Angebot und bleibt auch flexibel. Wenn ich 12 Monate wähle, bedeutet das, dass ich für die nächsten 12 Monate im Voraus zahle. Bei der ersten Zahlung hat man den vergünstigten Preis und danach den regulären Preis. Hier wird uns nochmal angezeigt, dass unsere Domain für das erste Jahr auch kostenlos ist. Domain Privacy und Site Scanner brauchen wir nicht und können das einfach überspringen. Abschließend lesen wir selbstverständlich noch die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen und setzen dann den Haken bei der ersten Checkbox. Wer gerne Newsletter sammelt, kann natürlich auch noch optional die zweite Checkbox anklicken. Dann nur noch auf Jetzt zahlen klicken, um die Bestellung abzuschließen. Im Anschluss sollst du dann auch eine Bestätigungs-E-Mail von SiteGround mit weiteren Anweisungen erhalten. Ich fülle jetzt hier alles einmal aus und dann geht's gleich im Kundenbereich weiter. So, nach der erfolgreichen Zahlung können wir uns dann direkt bei SiteGround einloggen und befinden uns dann hier im Kundenbereich. Diesen Bereich erreicht man übrigens immer über den Einloggen-Button oben rechts auf der SiteGround-Website und die Login-Daten sind die E-Mail-Adresse und das Passwort, welche wir eben bei Kontoinformationen eingetragen haben. Nach der Zahlung erhält man gegebenenfalls noch eine E-Mail zur Registrierung der Domain,
wo man auf den Link klicken muss, um die Kontaktdaten zu seiner Domain zu bestätigen. Diese E-Mail bekommt man aber nur bei einigen wenigen Domain-Endungen, wie zum Beispiel .com. Ich blende euch das hier mal als Beispiel ein. Sehr gut, den schwierigsten Teil haben wir damit auch schon hinter uns. Wir haben eine Domain und Webhosting und sind jetzt hier im Kundenbereich von SiteGround. Als nächstes richten wir das SSL-Zertifikat ein und installieren WordPress. Dafür erstellen wir zunächst intern bei SiteGround die Website, um diese hier verwalten zu können. Wir klicken oben auf Websites und dann auf Neue Website. Hier unter bestehende Domain wählen wir dann die Domain, die wir eben bestellt haben, und klicken auf Fortsetzen. Danach auf Überspringen und leere Site erstellen klicken. Zum Schluss noch auf Fertig klicken und dann wird auch schon unsere Seite intern bei SiteGround erstellt. Das kann einen kleinen Moment dauern. So, jetzt wurde die Seite erstellt und wir klicken einfach oben wieder auf Websites, um diese dann hier zu sehen. Um die Seite zu verwalten, klicken wir hier rechts auf Site Tools. In diesem Bereich können wir alle Einstellungen speziell für diese Seite vornehmen. Unter anderem kann man bei E-Mail unter Konten auch noch eine E-Mail-Adresse erstellen. Also zum Beispiel kontakt@deinedomain.de. Als erstes richten wir hier jetzt aber das SSL-Zertifikat für unsere Domain ein. Ein SSL-Zertifikat stellt die Identität einer Website sicher und verschlüsselt den Datenverkehr. Dadurch wird unsere Website über HTTPS anstatt HTTP geladen. Das können wir zum Beispiel auch auf dieser Seite sehen, wenn wir oben in die Browserzeile klicken. Das S steht dabei für Secure, also sicher. Dass eine sichere Verbindung vorliegt, sieht man auch an diesem Schlosssymbol. Ohne ein SSL-Zertifikat hätte man eine unsichere Verbindung und das wird gegebenenfalls auch von den Browsern erkannt und dem Besucher mit einer Meldung angezeigt. Ich blende euch mal hier so eine Meldung ein. Das möchte man natürlich unbedingt vermeiden und deshalb ist es heutzutage eigentlich schon Standard, ein SSL-Zertifikat zu installieren. Das können wir machen, indem wir hier links auf Sicherheit gehen und dann auf SSL Manager. In der Regel installiert SiteGround automatisch das SSL-Zertifikat für euch. Wenn das der Fall ist, steht dann hier unter SSL verwalten eure Domain und daneben das Let's Encrypt-Zertifikat mit dem Status aktiv. Manchmal dauert es eine Weile, bis SiteGround das Zertifikat automatisch installiert. Wenn sich nach ungefähr 24 Stunden noch nichts getan hat, könnt ihr natürlich auch jederzeit selbst das SSL-Zertifikat installieren und müsst nicht auf SiteGround warten. Dafür einfach beim Abschnitt Neues SSL installieren, die gewünschte Domain wählen und dann Let's Encrypt anklicken. Let's Encrypt ist ein Service, der kostenlos das SSL-Zertifikat zur Verfügung stellt. Dann noch auf Bestellen klicken und danach wird die Domain auch unten bei SSL verwalten angezeigt. Es kann vorkommen, dass das nicht immer sofort klappt, da die Domain ja ganz neu bestellt wurde und erst registriert wird. Wenn das bei dir so ist, einfach in ein paar Stunden nochmal probieren. Sobald du ein aktives SSL-Zertifikat hast, musst du noch links auf HTTPS erzwingen klicken und es für deine Domain auf aktiv setzen. Dadurch wird sichergestellt, dass deine Website immer über HTTPS geladen wird. Wichtig ist, dass man diese Funktion erst aktiviert, wenn man ein aktives SSL-Zertifikat hat. Jetzt können wir weitermachen und WordPress installieren. Dafür klicken wir auf WordPress und dann Installieren und Verwalten. Bei Neues WordPress installieren wählen wir nur WordPress aus und können dann die Einstellungen für die Installation vornehmen. Bei Domain suchen wir uns die Domain aus, auf der WordPress installiert werden soll. Die Sprache ist mit Deutsch schon richtig eingestellt und beim Installationspfad müssen wir auch nichts ändern. Da sollte nämlich immer der Hauptordner ausgewählt sein. Bei Admin Info tragen wir unsere Zugangsdaten für die Website ein. Als Benutzername sollte man etwas anderes als Admin eintragen, denn auch die Bots im Internet wissen, dass dieser Benutzername standardmäßig vergeben wird und machen sich das zunutze, um Websites zu hacken. Also einfach etwas anderes als Admin eintragen und ihr seid den Bots einen Schritt voraus. Dann natürlich noch ein starkes Passwort vergeben. Je länger und komplexer das Passwort ist, desto sicherer ist eure Website. Bei der E-Mail sollte man eine E-Mail-Adresse eintragen, auf die man auch Zugriff hat. Denn wenn man sein Passwort vergessen hat, bekommt man ein neues Passwort an diese E-Mail-Adresse zugeschickt. Add-ons brauchen wir nicht, deshalb einfach den Haken bei dieser Checkbox rausnehmen. Dann nur noch auf Installieren klicken. Ich fülle das jetzt auch alles mal aus und klicke dann auf Installieren. Sehr schön, WordPress wurde erfolgreich installiert. Wir klicken auf Website anzeigen und sehen, dass unsere Website jetzt schon online ist und wir mit der Bearbeitung der Seite loslegen können. Dazu müssen wir uns zunächst einloggen.
Um zum Login-Bereich zu kommen, muss man einfach hinter die Domain /wp-admin eingeben. Dann kann man seinen Benutzernamen und das Passwort eintragen und sich einloggen. Jetzt befinden wir uns im Dashboard der Website. Dieser ganze Bereich ist das sogenannte Backend der Website, worüber wir unsere Website verwalten können. Um wieder ins Frontend zu gelangen, klicken wir einfach hier oben links auf den Website-Namen und sehen unsere Website wieder. Ich mache das gerne immer direkt in einem neuen Tab, um einfach zwischen Backend und Frontend hin und her springen zu können. Falls euch diese schwarze Toolbar hier oben im Frontend manchmal nicht angezeigt wird, einfach einmal kurz die Seite aktualisieren. Diese Toolbar zeigt euch auch, dass ihr gerade eingeloggt seid und ist deshalb auch nur für euch sichtbar. Im Backend löschen wir dann jetzt noch als allererstes Plugins, Seiten und Beiträge, die wir nicht benötigen, um mit einer sauberen WordPress-Installation zu starten. Plugins in WordPress sind wie kleine Erweiterungen, die man zusätzlich installieren kann, um noch weitere Funktionen in die Website einzubauen, zum Beispiel für ein Kontaktformular, was wir uns später aber auch noch anschauen werden. Es stehen unzählige Plugins mit tollen Funktionen kostenlos zur Verfügung, was ein weiterer großer Vorteil von WordPress ist. Sogar für die Erstellung eines Online-Shops gibt es sehr gute Plugins. Nach einem Klick auf Plugins sehen wir hier die beiden Plugins, die bereits von SiteGround vorinstalliert wurden. Diese beiden Plugins sind nützlich, da sie die Sicherheit und Ladezeit unserer Website verbessern. Das kann also so bleiben. Mit der Standard-WordPress-Installation werden auch Beispielseiten direkt mit angelegt. Diese brauchen wir nicht und möchten wir löschen. Dafür navigieren wir zu Seiten und setzen hier oben links neben Titel einen Haken, um alle Seiten mit einem Klick auszuwählen. Im Dropdown-Feld wählen wir in den Papierkorb verschieben und klicken auf Übernehmen. Anschließend muss man noch zum Papierkorb wieder alle Seiten auswählen und diesmal endgültig Löschen anklicken. Alternativ kann man hier rechts auch einfach den gesamten Papierkorb leeren. Wir wollen auch bereits vorhandene Blogbeiträge löschen und klicken dafür auf Beiträge und schieben diesen Hello World Beitrag in den Papierkorb. Danach muss man auch hier nochmal auf Papierkorb klicken, um den Beitrag dann endgültig zu löschen. Bevor wir mit dem Design der Website starten, sollten wir noch ein paar grundlegende Einstellungen vornehmen. Unter Einstellungen allgemein können wir den Titel und Untertitel der Website anpassen. Beides wird hier oben im Tab angezeigt, wenn Besucher die Seite aufrufen, und es wird auch in den Suchergebnissen von Suchmaschinen wie Google angezeigt. Im Untertitel kann man kurz beschreiben, worum es auf der Website geht. In meinem Fall kann ich zum Beispiel WordPress Demo Website eintragen. Die WordPress-Adresse und Website-Adresse können wir so lassen, wie sie sind. Bei HTTP müssen wir hier auch nicht das fehlende S ergänzen, da wir die HTTPS-Erzwingen-Funktion in SiteGround aktiviert haben, wodurch unsere Website immer über die sichere Verbindung geladen wird. Wir passen hier noch die Zeitzone an und wählen Berlin aus. Und dann ändern wir noch das Datumsformat und Zeitformat. Am Ende nicht vergessen, unten auf Speichern zu klicken. Dann geht's beim Unterpunkt Lesen weiter. Hier gibt es eine wichtige Einstellung, auf die ich euch aufmerksam machen möchte. Solange eure Website noch nicht fertig ist, empfehle ich anfangs, den Haken bei Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indexieren, zu setzen. Das verhindert, dass Google und andere Suchmaschinen eure Website bereits in den Suchergebnissen anzeigen. Sobald eure Website fertiggestellt wurde und bereit ist, von Besuchern gefunden zu werden, müsst ihr unbedingt daran denken, diesen Haken wieder rauszunehmen. Ansonsten wird eure Website nicht bei den Suchmaschinen angezeigt. Abschließend prüfen wir noch unter dem Punkt Permalinks, dass die Permalink-Struktur auf Beitragsname gesetzt ist. Das erzeugt benutzerfreundliche, lesbare Links und hat auch einen positiven Effekt auf eure Platzierung in den Suchergebnissen bei Google und anderen Suchmaschinen. Nachdem wir Beitragsname ausgewählt haben, klicken wir auf Änderungen speichern. Als nächstes ändern wir das Design der Website. Wenn wir ins Frontend gehen, sehen wir das aktuelle Design bzw. Theme. Das ist das Standard-Theme von WordPress, was bei euch aber ein wenig anders aussehen könnte, da es regelmäßig aktualisiert wird. Dieses möchten wir durch ein anderes, viel besseres Design jetzt ersetzen. Dafür gehen wir zurück ins Backend, indem wir oben links auf unseren Website-Namen klicken und dann müssen wir ein neues Plugin installieren. Unter Plugins installieren geben wir im Suchfeld Starter Templates ein und drücken Enter.
Hier wird es uns dann direkt angezeigt und man kann sehen, dass es eine super Bewertung und sehr viele aktive Installationen hat. Wir klicken auf Jetzt installieren und danach direkt auf Aktivieren. Hier können wir dann anfangen, unser neues Design einzurichten. Wähle als Page Builder Elementor aus, da Elementor der beliebteste und beste Page Builder für WordPress ist. Einen Page Builder kann man sich als eine Art Werkzeugkasten mit verschiedenen Modulen vorstellen, um seine Seite damit aufzubauen und zu gestalten. Wir schauen uns das aber gleich noch im Detail an. Nach dem Klick auf Elementor können wir all diese Designs für unsere Website mit nur einem Klick installieren. Wir haben hier eine wirklich sehr große Auswahl an schönen Designs von professionellen Webdesignern, die man hier oben auch nach Kategorien filtern kann. Wenn wir zum Beispiel nach Hotel suchen, werden uns verschiedene passende Designs angezeigt. Die mit dem Label Premium hier oben rechts müsste man zusätzlich kaufen, aber das sollte nicht notwendig sein, da die vielen kostenlosen Designs bereits super aussehen. Bei der Auswahl des Designs sollte man vorrangig auf das Layout und nicht auf die Kategorie oder die Bilder achten, denn die Bilder und Texte kann man ganz einfach austauschen und spart sich dadurch einiges an Arbeit. Um diesem Tutorial folgen zu können, empfehle ich das Design Planet Earth zu wählen, da es vielseitig einsetzbar ist. Nach einem Klick auf das Design sehen wir auch schon eine erste Vorschau und können die ganze Seite sehen, indem wir runterscrollen. Hier auf der linken Seite haben wir außerdem die Möglichkeit, einige Anpassungen vorzunehmen. Wir können zum Beispiel das Logo austauschen. Da wir das später machen werden, klicken wir jetzt erstmal auf Skip and Continue. Man kann auch die Farben und die Schriftart des Designs anpassen. Einige Farbpaletten und Schriften werden uns hier vorgeschlagen. Da mir die Standardeinstellungen aber ganz gut gefallen, ändere ich hier auch nichts. Außerdem können alle Einstellungen jederzeit auch nachträglich noch angepasst werden. Diesen letzten Schritt können wir auch komplett überspringen und klicken auf Submit and Build My Website. Jetzt wird das ganze Design mit allen dazugehörigen Inhalten und den notwendigen Plugins sowie Einstellungen importiert. Allein dieser Schritt erspart uns unglaublich viele Stunden an Arbeit, die wir mit dem Aufbau des Grunddesigns verbracht hätten. Dieser Vorgang dauert einen kleinen Moment, daher beschleunige ich das hier etwas. Und jetzt ist der Import erfolgreich abgeschlossen. Wir können jetzt auf View Your Website klicken, um das Ergebnis zu sehen. Super, das sieht doch schon alles ziemlich gut aus. Diese Startseite mit den schönen Grafiken und den verschiedenen Sektionen wurde importiert. Außerdem wurden die weiteren Seiten, die im Menü verlinkt sind, auch vollständig erstellt, wie zum Beispiel die Kontaktseite hier mit einem Kontaktformular. Und im Menü oben links haben wir auch das Logo, welches wir nachher noch austauschen können. Mit dem Import des Designs wurden auch zwei weitere Plugins installiert, also sozusagen kleine Apps bzw. funktionale Erweiterungen für unsere Website. Diese können wir sehen, indem wir auf den Website-Namen klicken, um ins Backend zu kommen. Dann auf Plugins klicken und hier sehen wir zum einen Starter-Templates, welches wir selbst installiert haben, um dann das Design zu importieren. Und mit dem Import des Designs wurden zum anderen noch automatisch das Elementor und das WP Forms Lite Plugin installiert. Elementor ist ein Page Builder, was einem Werkzeugkasten entspricht, mit dem wir unsere Website visuell gestalten können, und WP Forms erlaubt es uns, ein Kontaktformular auf unsere Kontaktseite einzubauen. Wenn dir das Tutorial bis hierhin schon weitergeholfen hat, kannst du dem Video gerne einen Daumen hoch geben. Ich freue mich über jede Rückmeldung in den Kommentaren, ganz egal, ob es ein kurzes Danke ist, Verbesserungsvorschläge oder deine Fragen zum Tutorial. Deine Rückmeldung hilft mir außerdem sehr, die nächsten Videos noch besser zu machen und auf deine Wünsche einzugehen. Dafür schon mal vorab ein Dankeschön an dieser Stelle. So, und jetzt passen wir mit Hilfe des Elementor Page Builders das Design und die Inhalte unserer Seite an, was denke ich der spaßige Teil ist, wenn es um die Erstellung einer Website geht. Dafür wechseln wir hier oben links wieder ins Frontend und klicken oben in der schwarzen Toolbar auf Mit Elementor bearbeiten. Manchmal wird euch diese schwarze Leiste nicht angezeigt, dann einfach kurz die Seite aktualisieren oder alternativ wieder zurück ins Backend und auf Seiten klicken, um alle vorhandenen Seiten zu sehen. Hier kann man dann ebenfalls jede Seite mit einem Klick auf Mit Elementor bearbeiten aufrufen und anpassen. Das machen wir jetzt für die Seite Home, welche aktuell als Startseite festgelegt ist. Welche Seite die Startseite sein soll, kann man übrigens unter Einstellungen, Lesen beim Punkt Homepage festlegen. Nachdem wir unsere Startseite mit Elementor geöffnet haben, klicken wir diese Fenster erstmal weg und können dann hier jedes Element bearbeiten. Nur die Kopfzeile ganz oben und die Fußzeile ganz unten sind hier ausgeblendet, da man diese an einer anderen Stelle bearbeiten muss. Das machen wir aber auch noch später zusammen. Das grundlegende Prinzip ist, dass man die Elemente auf der rechten Seite anklickt, um diese dann auf der linken Seite zu bearbeiten. Wir können zum Beispiel diesen Button auf der rechten Seite anklicken und dann die Einstellung auf der linken Seite dazu vornehmen, oder wir klicken in den Text auf der rechten Seite und können diesen direkt in der linken Seite bearbeiten.
Das wird gleich alles viel besser nachvollziehbar sein, wenn wir einfach anfangen, die einzelnen Elemente der Website nacheinander zu bearbeiten, ganz nach dem Motto Learning by Doing. Wir werden gemeinsam alles Schritt für Schritt durchgehen, damit es sehr leicht verständlich ist. Das erste, was wir machen möchten, ist diesen Text auf der Startseite zu bearbeiten. Wenn du einmal weißt, wie man den Text hier ändert, kannst du dasselbe mit jedem Text auf der gesamten Website machen. Zunächst können wir zum Beispiel die Überschrift in der Mitte löschen, wenn wir diese nicht brauchen. Dafür gehe ich mit dem Mauszeiger einfach in das Feld des Textes und sehe dann eine rosa Umrandung des Feldes. Mit einem Rechtsklick in das Feld oder das Stiftsymbol oben rechts in der Ecke kann ich dann Löschen anklicken. Um den Text bzw. die Überschrift Earth zu bearbeiten, müssen wir einfach nur in den Text reinklicken und links können wir dann einfach etwas anderes reinschreiben, zum Beispiel unsere Erde. Hier oben sehen wir immer diese 3 Tabs bei jedem Element: Inhalt, Stil und Erweitert. Der Tab Erweitert ist erstmal nicht relevant für uns, daher konzentrieren wir uns auf die ersten beiden, für den Inhalt und den Stil. Wir befinden uns gerade im Tab Inhalt des Elementes Überschrift und haben hier eben schon den Text geändert. Wir könnten zum Beispiel auch die Ausrichtung auf linksbündig, rechtsbündig oder zentriert setzen und wie man sieht, werden diese Änderungen sofort auf der rechten Seite umgesetzt. Sie werden aber erst für die Website-Besucher veröffentlicht, wenn man unten auf Aktualisieren klickt. Weiter geht's mit dem zweiten Tab Stil. Hier können wir die visuelle Darstellung des Elementes, in diesem Fall der Überschrift, ganz leicht ändern. Bei der Textfarbe sehen wir, dass dieser kleine Globus aktiv ist und die Themefarbe 2 ausgewählt ist. Diese globalen Farben sind vordefinierte Farben, die man für die gesamte Website nutzen kann. Über das Zahnradsymbol kann man diese Farben verwalten und weitere hinzufügen. Dann hat man sie immer schnell zur Hand. Für diesen Text können wir aber auch eine eigene individuelle Farbe auswählen, indem man den Regler verschiebt, und wenn man den genauen Farbcode hat, kann man den hier unten auch einfach eingeben. Ich bleibe hier bei der aktuellen Farbe und wähle wieder die globale Themefarbe 2 aus. Bei Typografie muss man auf das Stiftsymbol klicken, um die ganzen Einstellungen zu sehen. Bei der Schriftfamilie haben wir eine sehr große Auswahl an verschiedenen Schriftarten. Wenn man eine bestimmte Schriftart möchte, kann man diese hier im Suchfeld auch eingeben. Da mir unsere Schrift ganz gut gefällt, bleibe ich bei der Standardvorgabe. Wir können natürlich auch die Schriftgröße etwas ändern. Ich mache das mal etwas kleiner, ungefähr 60 Pixel. Dann könnte man die Schrift hier auch etwas fetter machen, indem man die entsprechende Schriftstärke auswählt. Je höher die Zahl, desto fetter wird der Text. Bei Umwandlung ist bereits eingestellt, dass alle Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt werden sollen. Das können wir so lassen. Beim Punkt Stil könnte man zum Beispiel die Schrift auf Kursiv stellen. Bei Auszeichnung ist es außerdem noch möglich, den Text beispielsweise zu unterstreichen, was wir hier aber nicht brauchen. Aber wir möchten noch den Zeichenabstand, also das Letter Spacing, auf 5 Pixel setzen, damit die einzelnen Buchstaben nicht so sehr voneinander entfernt sind. Eine Textumrandung oder einen Textschatten kann man auch hinzufügen. Hier hat man viele Möglichkeiten und kann sich mal durch die ganzen Einstellungen durchklicken. Wenn man bestimmte Einstellungen wieder auf den Standard zurücksetzen möchte, klickt man einfach hier auf den kleinen kreisförmigen Pfeil neben dem Stiftsymbol. Jetzt weißt du, wie man den Text bearbeitet und kannst das für jeden beliebigen Text auf der Website machen, so wie hier unten bei den Überschriften Webdesign, Graphic Design und Content Creation. Du kannst auch den Über uns Text in der nächsten Sektion bearbeiten. Wie man sieht, sind einem hier keine Grenzen gesetzt und man kann die Inhalte ganz nach seinen Vorstellungen bearbeiten. Man kann auch ganz einfach neue Textelemente hinzufügen, indem man hier oben auf das Symbol für Elemente klickt. Wir können dann ein weiteres Element für eine Überschrift einfach an die entsprechende Stelle in der Website ziehen und das dann auch wieder so bearbeiten, wie wir es gerade gelernt haben. Wenn wir noch einen weiteren Textabschnitt unter der Überschrift haben möchten, ziehen wir das Element Texteditor einfach an diese Stelle und können es auf die gleiche Weise mit den Tabs Inhalt und Stil bearbeiten. Da wir diese beiden Elemente aber nicht brauchen, lösche ich sie wieder mit einem Rechtsklick auf das jeweilige Feld und dann auf Löschen klicken. Als nächstes schauen wir uns an, wie wir Buttons auf der Website erstellen und bearbeiten können. Wir klicken wieder auf das Symbol für die Auswahl an Elementen, welche übrigens auch als Widgets bezeichnet werden. Hier ziehen wir dann das Button-Element in unsere Seite und können den Button dann links, rechts oder zentriert ausrichten. Mit einem Rechtsklick können wir diesen aber auch wieder löschen, da wir ja schon einen Button auf unserer Startseite haben, den wir bearbeiten können. Sagen wir, dass unser Button so aussehen soll wie dieser auf der Seite von Pfizer.com. Der Button ist an den Seiten stark abgerundet und wenn wir mit dem Mauszeiger drüber fahren, dann füllt sich der Hintergrund mit der blauen Farbe und der Text wird weiß. Diesen Effekt können wir auch ganz leicht nachbauen.
Wir klicken also in unserem Button und haben links in den beiden Tabs Inhalt und Stil wieder viele Anpassungsmöglichkeiten. Wir können den Text des Buttons ändern, zum Beispiel in Jetzt starten. Der Link lässt sich auch ändern. Das ist die Seite, auf die man weitergeleitet wird, sobald man den Button anklickt. Aktuell ist nur eine Raute eingetragen, was nur ein Platzhalter ist. Wir können hier sowohl externe Links von anderen Seiten wie google.de oder eigene Seiten unserer Website verlinken. Wenn man nach Contact sucht, wird uns schon unsere Kontaktseite angezeigt, die wir auswählen können. Bei den Einstellungen können wir noch auswählen, dass der Link in einem neuen Fenster geöffnet wird. Das empfiehlt sich vor allem, wenn man auf eine externe Seite verlinkt. Neben der Ausrichtung und Größe des Buttons könnte man auch ein Icon hinzufügen. Hier bei der Icon-Bibliothek kann man nach allen möglichen Icons suchen und eins auswählen. Wenn ich Right eintippe, werden mir viele Pfeile, die nach rechts zeigen, vorgeschlagen. Das hier gefällt mir ganz gut. Nach dem Einfügen kann man noch die Icon-Position auf Nachher ändern. Im zweiten Reiter Stil können wir bei Typografie wieder alle Änderungen vornehmen, die wir auch schon von dem Textelement kennen. Durch die Änderung der Schriftgröße wird zum Beispiel auch der ganze Button entsprechend größer oder kleiner. Als nächstes passen wir hier die Textfarbe an, um sie der Farbe des Buttons von Pfizer anzugleichen, also einem Blauton. Das hier kommt dem schon sehr nahe. Wir kopieren uns auch gleich den Farbcode hier unten, damit wir exakt dieselbe Farbe gleich wieder bei den anderen Feldern eintragen können. Als Hintergrundfarbe nehmen wir Weiß. Dann brauchen wir noch einen Rahmen und wählen einen durchgezogenen Rahmentyp aus. Die Breite des Rahmens können wir auf 3 Pixel auf jeder Seite setzen und als Rahmenfarbe nehmen wir wieder denselben Blauton, den wir uns soeben kopiert haben. Den Eckenradius erhöhen wir so lange, bis wir die maximale Abrundung erreicht haben. Das ist ungefähr bei 30 Pixel der Fall. So, und jetzt müssen wir noch den Zustand des Buttons festlegen, wenn wir mit dem Mauszeiger direkt auf dem Button sind. Dieser Zustand nennt sich auch Hover und das können wir hier oben anklicken und einstellen. Um den Effekt vom Pfizer-Button zu bekommen, müssen wir die Hintergrundfarbe auf Blau ändern und die Textfarbe muss auf Weiß angepasst werden. Und wenn wir jetzt mit dem Mauszeiger über den Button fahren, sehen wir auch, dass es super klappt. Zu guter Letzt können wir noch hier ganz unten den inneren Abstand des Buttons für jede einzelne Seite einstellen. Um unterschiedliche Werte für jede Seite eintragen zu können, müssen wir hier rechts die Funktion Werte verknüpfen deaktivieren. Für oben und unten können wir dann ca. 20 Pixel und für rechts und links zum Beispiel 30 Pixel eingeben. Ich denke, spätestens jetzt dürften wir uns alle einig sein, dass dieser Button überhaupt nicht in das aktuelle Design unserer Website passt und der ursprüngliche Button doch eigentlich viel besser war. Das Schöne an Elementor ist, dass wir alles, was wir gemacht haben, einfach schrittweise wieder rückgängig machen können. Alles, was man dafür tun muss, ist rechts irgendwo in die Website zu klicken und dann STRG und Z für Windows bzw. Command und Z für Mac auf der Tastatur zu drücken. Diese Tastenkombination muss man so oft drücken, bis man wieder an dem Punkt ist, wo man mit dem Design zufrieden war. Und wenn es mal vorkommen sollte, dass man zu weit zurückgegangen ist, kann man mit STRG, Shift und Z für Windows bzw. Command, Shift und Z für Mac einfach wieder einen Schritt vorwärts machen. Also im Grunde wie beim Vor- und Zurückspulen eines Videos. Wir wissen jetzt also, wie wir den Text und die Buttons auf unserer Website bearbeiten können. Als nächstes schauen wir uns die Abschnitte in Elementor an und wie man mit diesen arbeitet. Dazu sollte man vorab noch wissen, dass Elementor mittlerweile ein neues Layout-Modell namens Container eingeführt hat, welches die klassischen Abschnitte ersetzen soll. Das sehen wir zum Beispiel auf der linken Seite bei den Elementen unter Layout, wo man das Container-Element auswählen kann. Ich persönlich konnte mich mit dem neuen Container-Layout noch nicht wirklich anfreunden und finde, dass die klassischen Abschnitte auch besser für den Einstieg geeignet sind. Außerdem wurde dieses Design, so wie viele andere, mit Abschnitten erstellt und es ist sinnvoll, die Bearbeitung der Website auch erstmal mit Abschnitten weiterzuführen. Um die Abschnitte nutzen zu können, müssen wir nur kurz das neue Container-Layout deaktivieren. Dafür gehen wir in das Menü von Elementor und dann auf Exit, um zurück ins Dashboard bzw. Backend zu gelangen. Unter Elementor Einstellung klicken wir auf Eigenschaften und scrollen ganz runter bis zu Flexbox Container. Hier wählen wir im Dropdown Inaktiv aus und klicken dann auf Deaktivieren. Jetzt können wir wieder ins Frontend zur Website wechseln und den Elementor Page Builder starten. Auf der linken Seite sehen wir auch direkt, dass uns das Container Layout nicht mehr angezeigt wird. Sobald die Website fertiggestellt ist, hat man übrigens immer noch die Möglichkeit,
mit nur einem Klick direkt in Elementor alle Abschnitte in Container umzuwandeln, ohne dass sich etwas am Aussehen der Website ändert. Man kann also auch jederzeit nachträglich noch den Umstieg auf Container vornehmen, falls man das möchte. Letztendlich ist es nur Geschmackssache, mit welcher Layout-Funktion man lieber arbeitet. So, und jetzt kommen wir aber zu unseren Abschnitten auf dieser Seite. An dem äußeren rosa Rahmen und den 6 kleinen Punkten oben in der Mitte erkennen wir, dass es sich um einen Abschnitt handelt. Die ganze Seite besteht aus mehreren Abschnitten. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir hier den nächsten Abschnitt. Dieser beinhaltet 3 Spalten mit jeweils Bild, Überschrift und Text. Auch die Über uns Sektion ist in einem eigenen Abschnitt und danach folgt nochmal ein weiterer Abschnitt ganz unten. Wenn wir den Navigator unten links in der Ecke öffnen, sehen wir alle unsere Abschnitte im Überblick. Mit diesem Navigator können wir uns schneller durch die einzelnen Abschnitte klicken und werden automatisch zum jeweiligen Abschnitt gebracht. Beim Klick auf diesen vorletzten Abschnitt sieht man, dass sich 2 Spalten darin befinden. Die erste Spalte ist auf der linken Seite und die zweite auf der rechten Seite. Spalten erkennt man an der gestrichelten Umrandung und diesem Symbol an der linken oberen Ecke. In den Spalten befinden sich dann die einzelnen Elemente. Die Spalten erlauben es uns, mehrere Elemente nebeneinander zu haben und diese etwas aufzuteilen. Wenn wir die erste Spalte aufklicken, erkennt man, dass wir in diesem Fall eine Überschrift und einen Textblock haben. In der zweiten Spalte haben wir nur das Bild. Das entspricht genau den Elementen, die wir hier auch sehen. Der Navigator macht es uns also sehr einfach, die einzelnen Elemente zu finden und den Überblick zu behalten. Wenn wir den Navigator jetzt schließen und einen Abschnitt mit dem Mauszeiger gedrückt halten, können wir diesen an eine andere Stelle auf der Seite verschieben. Sobald wir diesen rosa Balken sehen, einfach loslassen und der Abschnitt ist jetzt an einer anderen Position. Auf die gleiche Weise können wir auch die Anordnung der Spalten ändern, indem wir das Symbol in der Ecke gedrückt halten und diese hin und her schieben, um die Reihenfolge anzupassen. Ganz unten auf der Website können wir auch ganz neue Abschnitte mit einem Klick auf das Plus hinzufügen. Dabei wählt man dann auch gleich die gewünschte Spaltenstruktur aus. Ich wähle hier die Variante mit den 2 gleich großen Spalten aus. In diese beiden Spalten könnten wir dann wieder unsere Elemente einfügen. Da wir aber diesen Abschnitt jetzt erstmal nicht brauchen, löschen wir ihn wieder mit einem Klick auf das Kreuz. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie man Bilder hinzufügt, bearbeitet und entfernt. Ich zeige euch auch Webseiten, wo man richtig schöne Bilder zur kostenlosen Verwendung finden kann. Vor allem Bilder spielen beim Webdesign eine sehr große Rolle und lassen die Website lebendiger wirken. Durch die Auswahl von hochwertigen Bildern und Grafiken sorgt man auch gleich für einen professionellen ersten Eindruck beim Besucher. Wir möchten jetzt zum Beispiel dieses Bild in der Über uns Sektion austauschen. Wir klicken einfach auf das Bild und links sehen wir auch schon dasselbe Bild in einer kleinen Vorschau. Genau hier können wir reinklicken und sehen dann alle bereits verfügbaren Bilder in unserer Mediathek. Wir können aber auch ein neues Bild hochladen, indem wir auf Dateien hochladen klicken. Falls ihr noch kein passendes Bild habt, sind hier 2 sehr gute Seiten für tolle Bilder. Wir öffnen einen neuen Tab und gehen entweder zu unsplash.com oder wir suchen uns ein Bild bei pixabay.com raus. Das ist auch mein Favorit und wenn ich hier mal nicht fündig werden sollte, dann schaue ich bei Unsplash nach. Bitte achtet generell darauf, nur Bilder zu verwenden, wo ihr euch auch sicher seid, dass ihr diese verwenden dürft. Das erspart euch nämlich Probleme durch Abmahnungen hinsichtlich des Urheberrechts. Also auf keinen Fall einfach irgendwelche Bilder nehmen, die man zum Beispiel über die Google-Bildersuche gefunden hat. Hier bei Pixabay können wir dann zum Beispiel Berge als Suchbegriff eingeben und dann noch nach Fotos filtern. Dieses Bild sieht doch schon super aus. Hier bei Inhaltslizenz steht dann auch, dass es unter der Pixabay-Lizenz frei zu verwenden ist und auch kein Bildnachweis nötig ist. Wir können es dann mit einem Klick auf Download herunterladen und wählen hier die Größe 640 x 431 Pixel aus, was ganz gut von der Auflösung her passt und außerdem ist die Dateigröße auch völlig in Ordnung. Es ist nämlich sehr wichtig, dass man nicht zu große Bilder in die Website einfügt, weil das die Website sehr langsam macht durch die verlängerte Ladezeit. Jetzt geht zurück zu unserer Website und über Dateien auswählen können wir das Bild dann auf die Website laden und einfügen. Vorher empfehle ich euch noch den Dateinamen umzubenennen, um diesen kryptischen Titel mit einem beschreibenden Titel zu ersetzen. Also zum Beispiel hier in diesem Fall so etwas wie Berglandschaft, See. Das wirkt sich nämlich positiv auf das Ranking bei den Suchmaschinen aus und falls ihr eigene Bilder verwendet, können diese viel besser über die Google-Bildersuche gefunden werden. Nachdem wir das Bild nun eingefügt haben, können wir zum Tab Stil wechseln und unter anderem die Breite mit diesem Regler anpassen.
Die maximale Breite von 100% passt hier genau rein, deshalb lassen wir das so. Die Deckkraft lässt sich auch anpassen, wenn man etwas Transparenz reinbringen möchte. Dann gibt es hier noch CSS-Filter, mit denen man die Farben des Bildes einstellen kann. Hier kann man einfach mal etwas mit den verschiedenen Reglern herumspielen, um sich mit den Effekten vertraut zu machen. Ich persönlich nutze diese Filter nie, da ich notwendige Anpassungen bereits vorher mit einem Bildbearbeitungsprogramm mache. Beim Rahmentyp können wir dem Bild einen durchgezogenen Rahmen geben und die Breite und die Farbe des Rahmens anpassen. Brauchen wir jetzt aber hier auch nicht, deshalb setzen wir es wieder zurück. Wenn wir den Eckenradius erhöhen, erhalten wir abgerundete Ecken beim Bild. Wenn wir einen sehr hohen Wert eintragen, dann erhalten wir irgendwann diesen Ausschnitt in Form einer Ellipse. Um es rückgängig zu machen, löschen wir die Zahl einfach wieder raus. Wir können an jede beliebige Stelle auf unserer Website das Bildelement hinzufügen, indem wir es einfach rüberziehen und dann das Bild auswählen. Entweder direkt aus der Mediathek oder man lädt ein neues Bild hoch, so wie wir es eben schon gemacht haben. Wie bei allen anderen Elementen auch, kann man das Bildelement entfernen, indem man einen Rechtsklick macht und dann auf Löschen geht. Jetzt wissen wir, wie man schöne Bilder findet, diese einfügen, bearbeiten und wieder löschen kann. Aber wie sieht es mit diesem großen Bild hier oben auf der Startseite aus? Das ist kein Bildelement, sondern das Hintergrundbild von diesem ganzen Abschnitt. Hintergrundbilder sind ebenfalls sehr wichtig für das Design der Website und ich persönlich nutze gerne diese Möglichkeit, damit die Seiten einfach nicht so langweilig aussehen. Um das Hintergrundbild von diesem Abschnitt zu ändern, klicken wir hier oben auf die 6 Punkte, um die Einstellungen für diesen ganzen Abschnitt zu öffnen. Wenn wir zum Tab Stil wechseln, können wir wie bei dem Bildelement auch hier ein anderes Bild auswählen oder neu hochladen. Ich habe hier schon mal ein Bild von Pixabay rausgesucht und lade es hoch. Bei solchen großen Hintergrundbildern passt in vielen Fällen eine Breite von 1920 Pixeln ganz gut. Die Höhe des Bildes könnt ihr dann selbst bestimmen, je nachdem wie groß der Ausschnitt des Bildes sein soll. Dieses Bild hat zum Beispiel eine Auflösung von 1920 x 1081 Pixel. Das sind dieselben Abmessungen wie beim aktuellen Bild auch. Wenn ihr euer Bild noch zuschneiden müsst, könnt ihr das mit jedem Bildbearbeitungsprogramm machen oder ihr sucht bei Google einfach nach Bild zuschneiden und klickt hier auf das erste Ergebnis von iloveimg.com. Dieses Online-Tool ist total einfach zu bedienen. Man muss nur das Bild hochladen und kann dann die Abmessungen hier rechts eintragen. Dann wählt man noch den passenden Ausschnitt aus, indem man den Rahmen verschiebt und klickt dann auf Bild zuschneiden und lädt das Bild dann im Anschluss sofort herunter. Da unser Bild schon die richtigen Abmessungen hat, können wir zurück zu Elementor und das Hintergrundbild einfügen. Jetzt könnten wir noch die Position, also den Ausschnitt, der angezeigt werden soll, wählen und wir könnten auch die Größe anpassen. Hier empfehle ich es auf Ausfüllen bzw. Cover zu lassen, damit das Bild den ganzen Abschnitt abdeckt, sodass wir keine leeren Bereiche im Hintergrund haben. Dann geht es weiter bei der Hintergrundüberlagerung. Wenn wir bei Farbe zum Beispiel Schwarz auswählen und dann bei Deckkraft den Regler ganz nach rechts schieben, wird dieser Überlagerungseffekt immer stärker, bis es ganz schwarz ist. Bei einer Deckkraft von 0 ist der Effekt dementsprechend gar nicht mehr zu sehen. Wenn wir den Regler etwas hochsetzen, kann man bei der Farbauswahl jeden beliebigen Farbton über das Bild legen. Ich setze das Ganze wieder zurück auf gar keine Farbe, da wir in diesem Fall keine Hintergrundüberlagerung brauchen. Bei dem nächsten Punkt lassen sich noch sehr schöne Trennformen auswählen, entweder für das obere oder das untere Ende des Bildes. Bei dem ersten Bild ganz oben macht es nur Sinn, wenn wir den Effekt auf den unteren Rand des Bildes anwenden. Man kann hier zum Beispiel Berge auswählen, was ja an sich ganz passend zum Bild wäre. Dann gibt es auch noch Neigung oder eine transparente Schräge. Man hat hier wirklich viele Möglichkeiten und kann sich da einfach mal etwas durchklicken. Ich lasse den Effekt hier weg und setze den Typ dafür wieder auf Keine. Wenn wir auf der Startseite weiter runtergehen, haben wir hier auch noch den Über uns Abschnitt. Ein Hintergrundbild haben wir hier zwar nicht, aber man könnte stattdessen auch einfach eine Hintergrundfarbe wählen, die den Abschnitt komplett füllt. Um die Hintergrundfarbe zu ändern, gehen wir wieder in die Einstellungen des Abschnittes und dann auf Stil. Bei Farbe können wir dann eine aussuchen, so wie wir es bereits von anderen Elementen kennen. Um es wieder rückgängig zu machen, drücken wir wieder STRG und Z auf Windows bzw. Command und Z auf Mac. Damit sind wir auch schon mit den Einstellungen zu Hintergründen durch und machen mit den Abständen weiter.
Die Abstände auf der Website sind sehr wichtig, da ansonsten alles sehr dicht aneinander wäre und das sieht natürlich überhaupt nicht gut aus und macht es dem Besucher schwer, sich auf der Seite zurechtzufinden. Alles auf der Website hat einen Abstand um sich herum. Schauen wir uns zum Beispiel diesen Button auf der Seite an. Sagen wir möchten, dass der Button weiter nach rechts verschoben werden soll. Wir klicken auf den Tab Erweitert und im Layout unter Außenabstand sehen wir, dass bereits für oben 25 Pixel eingetragen sind. Das ist dieser Bereich hier. Wenn wir jetzt noch links zum Beispiel 90 eintragen, verschiebt sich der Button 90 Pixel weiter nach rechts, da wir auf der linken Seite einen Abstand von 90 Pixel hinzugefügt haben. Das wäre eine Möglichkeit, den Button zu positionieren. Wenn wir wieder 0 eintragen, ist der Button wieder in der ursprünglichen Position. Wir können für oben, rechts, unten und links jeweils einen unterschiedlichen Wert eintragen. Wenn wir aber möchten, dass in jedem der 4 Felder derselbe Wert drin steht, kann man diesen entweder überall einzeln eintragen oder man klickt einfach auf das Symbol hier daneben, um die Werte miteinander zu verknüpfen. Dann haben wir überall 25 Pixel stehen und wenn wir den Wert ändern, wird jedes Feld automatisch angepasst. Um das rückgängig zu machen, einfach wieder auf das Symbol klicken und dann die gewünschten Werte eintragen. Genau wie dieser Button haben auch alle anderen Elemente einen Abstand um sich herum. Dieser Text bei Webdesign hat rechts einen Außenabstand von 20 Pixel, sowie diese beiden Texte daneben auch. Auch bei dem Abschnitt selbst sind für oben und unten 80 Pixel drin. In der Über uns Sektion können wir uns auch den Abstand der linken Spalte ansehen, indem wir auf das graue Symbol oben links in der Ecke klicken und bei Erweitert sieht man, dass rechts mit 60 Pixel etwas Abstand drin ist. Das sorgt dafür, dass der Text nicht die ganze Breite der Spalte einnimmt, sondern bereits etwas vorher linksbündig endet. Wenn wir hier eine 0 eingeben, füllt der Text den ganzen verfügbaren Raum aus, was aber nicht so gut aussieht wie mit den 60 Pixeln Abstand. Alle Werte, die wir bisher gesehen haben, waren beim Außenabstand eingetragen, was auch als Margin bezeichnet wird. Dann gibt es noch den Innenabstand, auch Padding genannt. Aber was genau ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenabstand? Um das besser zu veranschaulichen, gehen wir zu diesem Abschnitt. Wir öffnen diesen Abschnitt und sehen beim Innenabstand, dass wir hier 100 Pixel oben haben, was hier ist, und 200 Pixel unten, was der Abstand hier ist. Wenn wir oben 300 Pixel beim Innenabstand eingeben, bekommen wir mehr Fläche im oberen Teil des Abschnittes und diese zusätzliche Fläche ist innerhalb des Abschnittes. Wenn wir aber für den Außenabstand zunächst die Verknüpfung der Werte aufheben und dann für oben 300 Pixel eingeben, dann wird oben außerhalb unseres Abschnittes 300 Pixel Abstand hinzugefügt. Dadurch wird unser Abschnitt weiter nach unten gedrückt. Das ist also der Hauptunterschied zwischen dem Innenabstand und dem Außenabstand. Die Änderung können wir wieder rückgängig machen. Und dann schauen wir uns noch einmal eine bestimmte Einstellung für die Höhe an, die man beim Abschnitt vornehmen kann. Wir wechseln dafür in den ersten Abschnitt ganz oben mit unserer schönen Berglandschaft. Im Tab Layout kann man hier die Mindesthöhe einstellen, welche aktuell bei 100 VH liegt. VH steht dabei für Viewport Height, was der Bildschirmhöhe entspricht. 100 bedeutet also, dass 100% der Bildschirmhöhe genutzt werden soll. Wenn wir 50 eingeben, füllt das Bild nur noch die Hälfte des Bildschirms aus. Alternativ können wir zum Beispiel auch ganz klassisch Pixel auswählen und dann den Wert eingeben oder mit dem Schieberegler die Höhe anpassen. Wenn man möchte, dass der erste Abschnitt und somit das Hintergrundbild den gesamten Bildschirm einnehmen, wechselt man bei Höhe auf an Bildschirm anpassen. Das ist im Prinzip dasselbe wie 100% VH. Sehr schön, wir wissen jetzt also auch, wie man die ganzen Abstände der Elemente auf unserer Website anpassen kann. Als nächstes wechseln wir zu unserer Über uns Seite, um dort ein cooles Video einzubinden. Davor speichern wir hier noch unsere Änderungen mit einem Klick auf den Aktualisieren-Button. Dann klicken wir ganz oben links auf das Menü-Icon von Elementor und gehen auf Seite anzeigen. Dadurch schließt sich Elementor und wir sehen unsere Startseite mit unseren Änderungen. Hier oben im Menü klicken wir dann auf About, um die Über uns Seite aufzurufen. Mit einem Klick auf Mit Elementor bearbeiten oben in der Toolbar kommen wir wieder in den Page Builder und können all diese Elemente bearbeiten, so wie wir es schon von der Startseite kennen. Dieses Bild wollen wir jetzt durch ein Video ersetzen. Hierfür binden wir ein YouTube-Video ein und das ist mit Elementor ziemlich einfach. Dafür ziehen wir das Videoelement von der linken Seite an die Stelle, wo wir es platzieren möchten und können dann die Einstellung zum Video vornehmen. Bei dem Video kann es sich um eine kurze Vorstellung eurer Person oder eurer Firma handeln.
Es kann aber auch jedes andere beliebige Video sein, das ihr auf der Website zeigen möchtet. Hier sind einem keine Grenzen gesetzt. Falls ihr ein eigenes Video produziert habt, solltet ihr dieses vorher erst auf YouTube hochladen und dann hier verlinken, um eure Website zu entlasten und eine bessere Ladezeit zu haben. Das Bild hier oben brauchen wir nicht mehr, also löschen wir es, indem wir einen Rechtsklick machen und dann auf Löschen klicken. Jetzt öffnen wir Google in einem neuen Tab, um nach einem passenden YouTube-Video zu suchen. Ich gebe hier mal YouTube Nature Switzerland ein und klicke auf eines der Ergebnisse. Beim Video kopiere ich mir oben aus der Browserzeile den Link, schließe diese Tabs wieder und gehe zurück zu Elementor, um den Link hier im Reiter Inhalt einzufügen. Das Video wird uns dann auch schon direkt angezeigt und wir können es auf der Website wie ein ganz normales YouTube-Video abspielen. Auf der linken Seite haben wir noch einige Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die automatische Wiedergabe oder dass das Video stumm geschaltet werden soll. Aus Datenschutzgründen würde ich den privaten Modus hier auch noch aktivieren. Falls wir es uns mit dem Video doch anders überlegt haben und wieder das alte Bild zurückhaben möchten, können wir wie schon bekannt entweder STRG und Z bzw. Command und Z drücken oder wir gehen hier unten links einfach auf Verlauf, um die einzelnen Schritte anzuklicken. Wenn ich auf Bearbeitung begonnen klicke, sind wir wieder ganz am Anfang, als wir mit der Bearbeitung dieser Seite begonnen haben und kriegen dadurch auch wieder das alte Bild zurück. Wir wissen jetzt also auch, wie man die Über uns Seite bearbeitet und Videos einfügen kann. Damit können wir dann auch schon weiter zur Seite Services. Um den Page Builder hier zu verlassen, gehen wir oben links wieder auf das Menü von Elementor und dann auf Seite anzeigen. Im Menü klicken wir auf Services und öffnen den Page Builder wieder mit einem Klick auf mit Elementor bearbeiten. Auch auf dieser Seite haben wir alle Bearbeitungsmöglichkeiten, die wir schon kennengelernt haben. Man könnte zum Beispiel das Hintergrundbild austauschen, die Abstände ändern oder die Bilder der einzelnen Leistungen hier unten anpassen. Die Texte müsste man auch noch ändern. Hierfür klickt man einfach in das Textfeld und fügt auf der linken Seite seinen eigenen Text ein. Der Text des Buttons lässt sich auf dieselbe Weise ändern, aber das wissen wir ja schon alles. Auf dieser Seite möchten wir aber noch eine Iconbox hinzufügen. Dazu klicken wir am Ende der Seite auf das Plus, um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen. Der Abschnitt soll zwei gleich große Spalten haben und dann ziehen wir diesen etwas weiter nach oben. Wir klicken dann auf das Plus in der linken Spalte, um die Iconbox einzufügen. Diese finden wir auf der linken Seite, wenn wir weiter runter scrollen. Jetzt nur noch reinziehen und wir können mit der Bearbeitung loslegen. Als erstes klicken wir auf das Icon, um zur Icon-Bibliothek zu kommen. Hier hat man wirklich eine sehr große Auswahl an schönen Icons und kann auch die Suchfunktion nutzen, um schnell etwas Passendes zu finden. Wenn wir zum Beispiel Phone eingeben, dann können wir dieses Icon wählen und auf Einfügen klicken. Bei Anzeige können wir noch zwischen gestapelt und gerahmt wählen, um die Farben umzukehren. Den Titel kann man hier dann auch noch ändern. Ich schreibe hier mal kostenlose Beratung rein. Das passt ganz gut zum Telefon-Icon. Wenn wir noch mehr Text hinzufügen möchten, hat man auch noch das Feld für die Beschreibung, was dann unterhalb des Titels angezeigt wird. Das Icon lässt sich hier auch noch mit einem Link versehen, falls man das braucht. Bei Stil kann man für die Icon-Position zwischen links, rechts und oben wählen. Die Ausrichtung der gesamten Iconbox kann man auch anpassen. Für das Icon selbst hat man viele Bearbeitungsmöglichkeiten. Um die Farbe zu ändern, klicken wir zum Beispiel bei primäre Farbe auf den Globus und dann werden uns hier alle globalen Farben unserer Website angezeigt. Ich nehme hier mal das Dunkelgrün als Iconfarbe. Die Größe des Icons kann man natürlich auch noch einstellen, sowie noch einiges mehr, wie man sehen kann. Auch das Design des Inhaltes, also der Titel und die Beschreibung, können bei Bedarf angepasst werden. Wenn wir mit allem zufrieden sind, können wir über einen Rechtsklick die Iconbox duplizieren und dann einfach nach rechts in die zweite Spalte ziehen. Hier muss man dann nur noch das Icon und den Text anpassen und hat sich etwas Arbeit gespart. Diesen Abschnitt brauchen wir jetzt nicht mehr, deshalb lösche ich es mit einem Klick auf das Kreuz. Wenn wir jetzt den Pfeil in der Mitte anklicken, sehen wir die Vorschau unserer Website. So würde es in der Desktop-Variante aussehen, also zum Beispiel auf Laptops und größeren Monitoren. Aber wie sieht unsere Website eigentlich auf Smartphones oder Tablets aus? Es ist heutzutage extrem wichtig,
dass die Websites auch für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets sehr gut optimiert sind, da die meisten Website-Besucher eben über diese Geräte kommen. Mit Elementor ist es zum Glück total einfach, das Design seiner Seite für mobile Geräte zu optimieren. Hier spricht man dann auch von Responsive Web Design, denn dieselbe Website wird in Abhängigkeit von dem verwendeten Gerät anders dargestellt. Beispielsweise hat man auf dem Bildschirm eines Smartphones weniger Platz als am Laptop, daher ordnen sich die Inhalte anders an. Um bei Elementor in den responsiven Modus zu kommen, klicken wir hier unten in der Mitte auf das kleine Symbol mit dem Laptop und dem Smartphone. Oben öffnet sich dann gleich eine Leiste, wo wir zwischen Desktop, Tablet und Mobil, also Smartphone, wählen können. Wir klicken mal auf Tablet, um zu sehen, wie unsere Website auf dem Tablet aussehen würde. Es sieht schon alles super aus. Das liegt daran, dass dieses Design bereits komplett responsiv ist. Wenn wir den Titel Services anklicken, dann kann man links bei einigen Einstellungen dieses kleine Symbol für mobile Geräte sehen. Das sieht man auch noch an einigen anderen Stellen. Zum Beispiel, wenn wir zu Stil wechseln und die Einstellungen zur Typografie öffnen. Die Schriftgröße hat ebenfalls dieses Icon und immer, wenn man dieses Icon hat, kann man für diese Einstellung einen eigenen Wert angeben, der von den anderen mobilen Geräten unabhängig ist. Das heißt, in diesem Fall können wir eine eigene Schriftgröße für Tablets vergeben, ohne die Schriftgröße für Desktop und Mobil zu beeinflussen. Wenn wir diese Schriftgröße für Tablet zum Beispiel auf 45 Pixel setzen und dann zu Mobil wechseln, können wir unter Typografie sehen, dass hier eine andere Schriftgröße hinterlegt ist. Mobil haben wir 35 Pixel und bei Tablet haben wir 45 Pixel. Bei Desktop können wir auch nachschauen, dort haben wir eine Schriftgröße von 70 Pixel. Einige der Einstellungen haben dieses Icon mit den mobilen Geräten aber nicht, zum Beispiel hier die Schriftfamilie. Das heißt, hier kann man keine unabhängigen Einstellungen vornehmen. Die Schriftfamilie wird immer dieselbe sein, ganz egal auf welchem Gerät man sich die Website anschaut. Aber wir könnten einen individuellen Wert für die Zeilenhöhe, den Zeichenabstand und den Wortabstand wählen, weil das Icon hier wieder vorhanden ist. Und das kann man nicht nur bei der Typografie machen, sondern bei allen möglichen Einstellungen, wie zum Beispiel den Abständen oder der Höhe eines Abschnittes. Wenn wir im Tablet-Modus in die Einstellung des zweiten Abschnittes hier gehen, sehen wir unter Erweitert die Werte für den Außenabstand. Auch hier haben wir wieder das Icon, um eigene Werte für die einzelnen mobilen Geräte zu vergeben. Für Tablet haben wir oben 100 Pixel, wenn wir zu Mobil wechseln, haben wir oben 50 Pixel. Wir können es kleiner machen, nämlich nur 20 Pixel oben. Das verkleinert die Abstände aber nur für Mobil, also auf Smartphones. Und genau das könnte man für alle Abschnitte, Spalten und Elemente auf der gesamten Seite machen, was einem wirklich sehr viel Spielraum bei der Gestaltung seiner Website für verschiedene Geräte gibt. Eine weitere Sache möchte ich euch dazu noch zeigen. Wir wechseln wieder in die Desktop-Ansicht und klicken auf Responsiv. Hier kann man die Sichtbarkeit des Abschnittes für die einzelnen Geräte einstellen. Wenn wir diesen gesamten Abschnitt nur auf Tablets und Mobil anzeigen lassen möchten, dann klicken wir für Desktop auf Ausblenden und der Abschnitt wird ausgegraut. Das bedeutet, dass es versteckt ist und den Website-Besuchern nicht angezeigt wird. Das kann man übrigens mit jedem Element auf der Seite machen. Das Bild daneben können wir ebenfalls unter Erweitert und Responsiv zum Beispiel auf Tablet ausblenden. Wenn wir in die Tablet-Ansicht wechseln, sehen wir, dass es ausgegraut ist. Wir machen es wieder rückgängig und wechseln in die Desktop-Ansicht. Wir wissen jetzt also, wie wir jedes Element genau kontrollieren und für die verschiedenen Geräte unabhängig voneinander anpassen können, damit unsere Website auf jedem Gerät perfekt aussieht. Allein mit diesem Wissen habt ihr anderen einiges voraus, da es leider immer noch ziemlich viele Websites im Netz gibt, die nicht für Mobilgeräte optimiert sind. Wir können jetzt mit unserer letzten Seite, der Kontaktseite, weitermachen. Über das Elementor-Menü verlassen wir den Page-Builder und klicken dann im Menü auf Contact und gehen dann wieder in den Bearbeitungsmodus von Elementor. Auch auf dieser Seite können wir alles ganz nach unseren Wünschen anpassen. Unsere eigene E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse und auch unsere Social-Media-Kanäle können wir verlinken. Es gibt aber eine Sache, die wir nicht direkt hier auf der Seite bearbeiten können, und das ist das Kontaktformular. Wenn wir draufklicken, sehen wir, dass es sich um das WP-Forms-Element handelt, wo man dann das anzuzeigende Formular wählen kann. Das eigentliche Kontaktformular wird durch das Plugin WP-Forms selbst generiert. Deswegen sehen wir hier in Elementor auch nicht direkt weitere Anpassungsmöglichkeiten. Aber wenn wir auf Bearbeite das ausgewählte Formular klicken,
öffnet sich WP Forms und wir können unsere Änderungen vornehmen. Hier rechts haben wir unser Formular und links verschiedene Module, die wir per Drag and Drop einfach wieder auf die rechte Seite ziehen können. Also eigentlich genauso, wie wir es schon vom Elementor Page Builder kennen. Wir können die aktuellen Module etwas anpassen oder ein neues Modul hinzufügen. Zum Beispiel können wir die Checkbox hier nehmen und an den Anfang ziehen. Man könnte dann noch die 3 Auswahlmöglichkeiten anpassen, neue hinzufügen oder löschen. Nachdem wir die Änderungen gespeichert haben, aktualisiert sich das Kontaktformular automatisch und wir sehen, dass unsere Checkboxen hinzugefügt wurden. Wir testen das Kontaktformular jetzt direkt mal und klicken eine der Checkboxen an, füllen alle Felder aus und verschicken die Nachricht. Dann erscheint hier sofort der Satz, dass die Nachricht erfolgreich verschickt wurde. Diese Bestätigungsnachricht kann man anpassen, indem man zu WP Forms geht und dann auf Einstellungen und Bestätigungen klickt. Hier kann man dann alles reinschreiben, was man möchte. Wir machen unsere Änderung jetzt wieder rückgängig, klicken also auf Felder und dann löschen wir das Feld für die Checkboxen und bestätigen hier nochmal mit OK, damit es entfernt wird. Dann noch Speichern klicken und jetzt haben wir unser altes Kontaktformular wieder zurück. Und so sieht übrigens die E-Mail in unserem Postfach aus zu der Nachricht, die wir eben mit dem Kontaktformular verschickt haben. Sehr gut, jetzt wissen wir auch, wie das Kontaktformular funktioniert und wie man es bearbeiten kann. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Dashboard und schauen uns an, wie wir eine neue Seite hinzufügen können. Wir können einzelne Seiten aus allen beliebigen Designs, die uns mit Starter-Templates zur Verfügung stehen, ganz leicht unserer Website hinzufügen. Wir möchten jetzt zum Beispiel noch eine Seite für Projekte hinzufügen. Um eine neue Seite zu erstellen, gehen wir zu Seiten und dann auf Neue Seite erstellen. Hier geben wir als erstes den Titel der Seite ein, also in unserem Fall Projekte. Danach noch kurz oben rechts auf die Astra-Einstellung klicken und sicherstellen, dass beim Container-Layout volle Breite ausgewählt ist, damit es zum Layout der anderen Seiten passt. Jetzt können wir auf Veröffentlichen klicken und dann nochmal auf Veröffentlichen. Und im Anschluss klicken wir noch auf Mit Elementor bearbeiten, um mit der neuen Seite im Page Builder loszulegen. Jetzt haben wir 3 verschiedene Möglichkeiten, diese Seite zu bearbeiten. Die erste Möglichkeit ist, eine Seite von Starter Templates zu importieren. Dafür klicken wir auf das Symbol hier rechts und dann filtern wir noch nach Free und können jede dieser Seiten mit nur einem Klick importieren. Wir können im Suchfeld zum Beispiel Projects eingeben und schauen, was uns vorgeschlagen wird. Das sieht auch alles ganz gut aus, aber wir können auch Projects hier wieder rausnehmen und unser aktuelles Design Planet Earth raussuchen. Hier können wir zum Beispiel die Services-Seite einfach wieder importieren, damit es schon mal vom grundlegenden Design her passt. Mit einem Klick auf Import Template wird diese Seite unserer Projekte-Seite hinzugefügt, was uns extrem viele Stunden an Arbeit erspart. In diesem Fall wird jetzt aber nichts passieren und es wird endlos lange Importing Template hier stehen. Das liegt daran, dass diese Seite mittlerweile mit dem neuen Container-Layout bereitgestellt wird. Wir erinnern uns, die Container sind das neue Layout-Modell von Elementor und sollen nach und nach die klassischen Abschnitte ersetzen. Das heißt, wir müssen die Container-Funktion doch wieder aktivieren, um diese und auch andere Seiten als Template importieren zu können. Dazu schließen wir das Fenster und gehen zurück ins Dashboard. Unter Elementor und Einstellungen gehen wir zum Reiter Eigenschaften. Und weiter unten setzen wir Flexbox Container auf Vorgabe. Das ist die Standardeinstellung und dasselbe wie aktiv. Dann noch unten auf Änderungen speichern klicken und jetzt gehen wir wieder auf Seiten und klicken bei der eben erstellten Projekte-Seite auf Mit Elementor bearbeiten. Jetzt versuchen wir nochmal das Template zu importieren, also klicken wir wieder auf Starter Templates und bei Planet Earth wählen wir die Services-Seite aus und klicken auf Import Template. Jetzt hat es sofort geklappt. Wenn wir die Flexbox-Container-Funktion also einfach auf Vorgabe setzen und somit aktiviert lassen, sind wir auf der sicheren Seite und haben keine Probleme beim Importieren von Templates. Dabei funktionieren die klassischen Abschnitte auch weiterhin und ändern sich nicht im Design. Wenn wir mit der Maus auf die 6 Punkte gehen, steht hier jetzt nicht mehr Abschnitt bearbeiten, sondern Container bearbeiten. Auf der linken Seite hat man jetzt auch andere Einstellungsmöglichkeiten, aber darauf gehen wir gleich noch einmal ein.
Die ganzen Inhalte auf dieser Seite könnten wir jetzt auch alle wie bereits gelernt anpassen. Die Überschrift kann man ändern und anstatt Services tragen wir Projekte ein. Die weiteren Abschnitte bzw. Container kann man dann auch noch bearbeiten und eigene Bilder hinzufügen. Container, die wir nicht brauchen, können wir auch direkt löschen. Wie man sieht, ist es total einfach, eine neue Seite zu erstellen und diese sofort mit Leben zu füllen. Das Importieren der vorgefertigten Seiten ist wirklich eine super Sache, weil wir uns damit einfach so viel Arbeit ersparen. Anstatt einer ganzen Seite können wir auch nur einzelne vorgefertigte Abschnitte importieren. Diese vorgefertigten Abschnitte werden Blocks genannt und sind ebenfalls über den Button von Starter Templates zu erreichen. Oben muss man dann nur noch von Pages zu Blocks wechseln und hier können wir jeden dieser Abschnitte zu unserer Seite hinzufügen. Wir können zum Beispiel nach FAQ filtern und uns einen schönen Abschnitt für die häufig gestellten Fragen aussuchen. Und dann auch wieder ganz einfach über einen Klick auf Import Block einfügen. Diesen Abschnitt können wir dann selbstverständlich auch wieder bearbeiten und wenn wir hier rechts reinklicken, können wir auch die Fragen und Antworten der einzelnen Akkordeon-Elemente ändern, löschen oder neue Elemente hinzufügen. Alle Seiten und Blöcke, die man importiert, sind übrigens auch schon automatisch für Mobilgeräte optimiert. Wenn wir wissen möchten, wie diese Seite jetzt für unsere Besucher aussieht, ohne die Änderungen vorher zu speichern, dann klicken wir unten links auf das Auge und es öffnet sich eine Vorschau in einem neuen Tab. Unsere neue Seite sieht doch schon super aus. Auch der FAQ-Abschnitt ganz unten passt ebenfalls ganz gut hier rein. Da uns die Änderungen in der Vorschau alle gefallen, springen wir kurz zurück zum anderen Tab und speichern alles ab. Es gibt aber noch eine Sache, die wir auf dieser Seite ändern müssen, und das ist die Farbe der Menüleiste ganz oben. Die Menüleiste wird auch als Header bzw. Kopfleiste bezeichnet und hat auf dieser Projekte-Seite einen weißen Hintergrund. Bei unseren anderen Seiten haben wir einen transparenten Header. Um das anzupassen, klicken wir oben auf Seite bearbeiten und dann oben rechts auf die Astra-Einstellungen. Dann unten auf Advanced Settings und bei Transparent Header auf Aktiviert klicken. Nach dem Klick auf Return to Post müssen wir oben noch auf Aktualisieren. Um die Änderung zu sehen, klicken wir auf Seite ansehen. Perfekt, das hat wunderbar geklappt. Jetzt haben wir auch auf dieser neuen Seite einen transparenten Header. Das war also die erste Möglichkeit, eine neue schöne Seite zu erstellen, nämlich durch das Importieren von vorgefertigten Seiten und Blöcken. Die zweite Möglichkeit ist, Abschnitte von unseren bestehenden Seiten zu kopieren und diese in die neue Seite einzufügen. Sagen wir, dass wir etwas von der Über uns Seite kopieren möchten. Um das zu machen, klicken wir oben im Menü auf About und dann auf Mit Elementor bearbeiten. Dann können wir zum Beispiel diesen zweiten Abschnitt kopieren, indem wir einen Rechtsklick auf die 6 Punkte machen und dann Kopieren klicken. Dann gehen wir zurück zu unserer Projekte-Seite und scrollen ganz runter. Hier machen wir wieder einen Rechtsklick und klicken auf Einfügen. Den Abschnitt können wir jetzt noch an die gewünschte Stelle ziehen, zum Beispiel vor die FAQ-Sektion. Wir wissen jetzt also, wie man vorgefertigte Seiten oder Blöcke importiert und wie man Abschnitte von unseren bereits bestehenden Seiten kopiert. Die dritte und letzte Möglichkeit, eine neue Seite zu erstellen, ist diese von Grund auf selbst mit den Elementen aus dem Page Builder aufzubauen. Das ist natürlich aufwendiger und lohnt sich eigentlich nur, wenn man ein spezielles Design oder Layout haben möchte, das es so noch nicht in den Vorlagen gibt. Um eine Seite selbst komplett neu aufzubauen, klickt man einfach auf das Plus-Symbol im Elementor Page Builder und kann dann die Struktur auswählen. Da wir die Container-Funktion aktiviert haben, wählen wir hier auch die Struktur der Container aus. Bei der ersten Struktur haben wir einen Container, in dem sich alle unsere Elemente untereinander anordnen. Bei der Struktur daneben würden sich die Elemente nebeneinander anordnen. Bei allen anderen haben wir mehr als einen Container. Wir möchten jetzt zum Beispiel auf der linken Seite ein Bild und auf der rechten Seite etwas Text und einen Button. Dafür wähle ich die Struktur mit den 2 gleich großen Containern. Jetzt haben wir einen äußeren Container mit der rosa Umrandung bekommen und darin befinden sich noch 2 weitere Container, was man an dem grauen Rechteck in der Ecke erkennt. Im linken Container klicken wir auf das Plus und fügen dann das Bildelement hinzu. Dann wählen wir noch ein schickes Bild aus
und klicken danach auf das Plus des rechten Containers. Hier ziehen wir eine Überschrift rein, dann noch etwas Text und zum Abschluss noch einen Button. Wir klicken auf das graue Rechteck des rechten Containers, um in die Einstellungen zu kommen. Hier gehen wir kurz auf die wichtigsten Einstellungen ein, um das grundlegende Prinzip von Containern besser zu verstehen. Im Vergleich zu den klassischen Abschnitten bieten die Container eine bessere Flexibilität, wenn man sich damit vertraut gemacht hat. Für die Elemente, die sich in dem Container befinden, können wir die Richtung angeben. Aktuell ist von oben nach unten eingestellt, wir können es aber auch umdrehen und von unten nach oben anordnen. Von links nach rechts oder umgekehrt geht auch, aber macht in diesem Fall keinen Sinn. Bei Justify Content lässt sich die vertikale Ausrichtung der Elemente anpassen. Zum Beispiel ganz oben, zentriert, ganz unten und noch einige weitere Auswahlmöglichkeiten. Ich stelle zentriert ein. Bei Align Items wird die horizontale Ausrichtung eingestellt, also zum Beispiel linksbündig, zentriert, rechtsbündig oder dehnen, um den Container ganz auszufüllen. Hier wähle ich linksbündig aus. Bei Lücken kann man noch den Abstand zwischen den Elementen genau in Pixeln angeben. Wenn wir unseren Container mit dem hier oben vergleichen, sieht man, dass hier noch mehr Abstand um den Text herum ist. Wir machen einfach einen Rechtsklick auf das graue Symbol in der Ecke und klicken Kopieren. Unten bei unserem Container klicken wir auch wieder mit einem Rechtsklick auf das graue Symbol und dann auf Stile anwenden und jetzt haben wir dieselben Stileinstellungen wie oben. Da wir den Container nicht brauchen, lösche ich ihn wieder. Anfangs muss man mit der Container-Funktion einfach etwas ausprobieren, wird dann aber auch schnell merken, dass es viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Alte Abschnitte kann man übrigens mit nur einem Klick in Container umwandeln. Wir klicken zum Beispiel in den FAQ-Abschnitt und dann hat man unter Layout den Button zum Umwandeln. Einfach draufklicken und der Container erscheint unterhalb des Abschnittes. Den alten Abschnitt kann man dann direkt löschen. Jetzt speichern wir und schauen uns die Seite nochmal im Vorschau-Modus mit einem Klick auf das Auge an. Die Seite sieht schon ganz gut aus und wir haben alles schnell und einfach erstellen können. Aber es gibt noch eine weitere Sache, die wir hier noch anpassen müssen. Und zwar müssen wir diese neue Projekte-Seite dem Menü hinzufügen, weil sie da aktuell noch fehlt. Dafür gehen wir zurück ins Dashboard und navigieren zu Design und dann auf Menüs. Hier können wir die bereits angelegten Menüpunkte bearbeiten und auch umbenennen. Zum Beispiel können wir anstatt About über uns schreiben. Bei Services tragen wir Leistungen ein und Contact übersetzen wir auch gleich mit und schreiben Kontakt rein. Wir möchten jetzt noch die neue Seite hinzufügen und das machen wir, indem wir hier links die Projekte-Seite anwählen und dann zum Menü hinzufügen klicken. Mit gedrückter Maustaste können wir den neuen Menüpunkt noch an die gewünschte Position verschieben. Dann klicken wir noch auf Menü speichern und wenn wir jetzt unsere Website in einem neuen Tab öffnen, sehen wir, dass die Seite Projekte dem Menü hinzugefügt wurde. Unser Menü ist jetzt also vollständig. Aber was machen wir eigentlich, wenn ein Menüpunkt dem anderen untergeordnet werden soll? Also wenn zum Beispiel der Punkt Projekte ein Unterpunkt von Über uns sein soll. Das geht mit WordPress auch total einfach. Dafür geht es zurück zu den Menüeinstellungen im Backend und dann verschieben wir Projekte einfach unter Über uns und ziehen es dabei etwas nach rechts, sodass es automatisch als Unterpunkt erkannt wird. Jetzt wieder Menü Speichern klicken und dann zurück zur Website. Dann noch einmal aktualisieren, um die Änderung zu sehen. Und jetzt wird es uns schon als Unterpunkt angezeigt und das sieht auch ganz gut aus mit dem Pfeil nach unten, der den Unterpunkt andeutet. Wir haben jetzt also gelernt, wie man eine neue Seite erstellt, diese sehr schön designen kann und wie man die Seite zum Menü hinzufügt. Das nächste, was wir uns anschauen möchten, ist, wie man diesen Header oben bearbeitet. Also das Logo und das Design des Menüs. Und wir starten als erstes mit dem Logo. Falls du noch kein Logo hast, verlinke ich dir jetzt hier oben rechts und auch unten in der Infobox ein Video. In dem Video zeige ich, wie man wirklich einfach und in nur wenigen Minuten ein professionelles Logo erstellen kann. Dafür nutzen wir den Logo Maker von Fiverr, den ich selbst immer wieder für Projekte verwende, weil die Logos echt super sind. Den Link zum Logo Maker findest du ebenfalls unten in der Infobox. Um das Logo dann in unsere Website einzufügen, gehen wir erst zum Dashboard und dann auf Design
und Customizer. Danach klicken wir auf Header-Bilder und da wir einen transparenten Header nutzen, klicken wir hier auch auf transparenter Header. Dann aktivieren wir noch die Einstellung anderes Logo für transparenten Header und klicken auf Bild auswählen. Über Dateien hochladen und Dateien auswählen können wir es dann der Website hinzufügen. Das Zuschneiden können wir überspringen. Wir können noch die Logobreite und damit die Größe einstellen. Hier muss man einfach etwas ausprobieren, bis man die gewünschte Logobreite hat. 120 Pixel passt in meinem Fall ganz gut. Für Tablets und Smartphones könnte man hier unten noch jeweils eine eigene Logobreite vergeben. Jetzt möchten wir noch wissen, wie man die Farbe der Menüpunkte anpassen kann. Dafür gehen wir im Header-Bilder auf Transparenter Header und dann auf Design. Und bei Menü Farbe können wir für Text bzw. Link die Farbe auswählen. Über den kleinen Pfeil kann man es wieder zurücksetzen. Wir können im Header oben rechts in der Ecke noch einen weiteren Button mit zum Beispiel unserer E-Mail-Adresse verlinken. Dafür klicken wir hier auf das Plus-Symbol und wählen Button aus. Wenn wir diesen anklicken, können wir die Einstellung auf der linken Seite vornehmen. Bei Text geben wir unsere E-Mail-Adresse ein. In meinem Fall könnte das zum Beispiel info@wpmoves-tutorial.com sein. Dieselbe E-Mail-Adresse geben wir auch im Feld für Link ein, doch diesmal schreiben wir Mail to davor. Dadurch lässt sich sofort ein E-Mail-Programm öffnen, wenn der Besucher auf die E-Mail-Adresse klickt. Vor allem am Tablet oder Smartphone ist das sehr angenehm, wenn man die E-Mail-Adresse nicht erstmal kopieren muss. Stattdessen öffnet sich sofort das E-Mail-Programm mit einer neuen Nachricht an diese E-Mail-Adresse, was sehr benutzerfreundlich ist. Wenn man Mail to im Link nicht davor schreibt, sieht man die E-Mail-Adresse zwar trotzdem auf der Website, diese ist dann aber nicht verlinkt. Dasselbe funktioniert übrigens auch mit der Telefonnummer, nur muss man dann stattdessen TEL im Link davor schreiben. Die Farbe des Buttons kann man auch anpassen, indem man auf Design klickt. Hier kann man die Textfarbe, Hintergrundfarbe, Randfarbe und so weiter einstellen. Das kennen wir auch schon alles vom Elementor Page Builder. Wir können auch die Anordnung der Elemente in unserem Header ganz leicht ändern, indem wir hier die einzelnen Elemente mit gedrückter Maustaste hin und her schieben. Wenn wir ein Element nicht mehr haben möchten, können wir es über das Kreuzsymbol jederzeit löschen. Sobald wir mit allen Änderungen zufrieden sind, müssen wir nur noch auf Veröffentlichen klicken, um alles zu speichern. Danach gehen wir wieder zurück zum Anfang des Customizers, um das Fav-Icon hochzuladen. Das Fav-Icon bzw. Website-Icon ist dieses kleine Icon hier oben im Tab. Es wird auch verwendet, wenn man zum Beispiel am Smartphone die Website als Lesezeichen ablegt. Dafür klicken wir auf Website-Identität und hier bei Website-Icon können wir es hochladen. Bei dem Fragezeichen wird auch nochmal erklärt, was dieses Icon ist und dass es quadratisch und mindestens 512 x 512 Pixel groß sein sollte. Wenn ihr euer Icon noch entsprechend zuschneiden müsst, könnt ihr das auch wieder online auf iloveimg.com machen. Anschließend klickt man auf den Button und geht auf Dateien hochladen, um die Bilddatei in die Website zu laden. Mit einem Klick auf Auswählen wird das Fav-Icon dann auch oben sofort angezeigt. Das sieht doch ganz gut aus, also können wir auch diese Änderung veröffentlichen. Als nächstes schauen wir uns noch an, wie wir den Footer, also den untersten Abschnitt unserer Website, bearbeiten können. Wenn wir runterscrollen, sehen wir, dass wir auch hier mehrere Elemente haben, nämlich das Menü, ein Logo und rechts noch etwas Text. Diese Elemente können wir genauso wie im Header auch bearbeiten. Dafür gehen wir im Customizer zurück und klicken auf Footer-Bilder. Hier möchten wir als erstes das alte Logo ersetzen. Wir klicken auf das entsprechende HTML-Element, wo das Logo eingebaut wurde, und klicken dann links auf das Logo und dann auf das Stiftsymbol. Dann klicken wir auf Ersetzen und wählen unser Logo aus. Nachdem es eingefügt wurde, kann man unschwer erkennen, dass es noch viel zu groß ist. Wir klicken also nochmal auf das Stiftsymbol, um die Größe anzupassen. Bei Größe wählen wir individuelle Größe aus und geben 120 Pixel für die Breite ein. Das ist nämlich auch die Logobreite, die wir oben im Header eingestellt haben. Die Höhe wurde automatisch ergänzt. Als Link wählen wir noch individuelle URL aus und geben bei der URL nur einen Schrägstrich ein. Dadurch verlinken wir nämlich direkt auf unsere Startseite. Abschließend stellen wir noch zentriert für die Ausrichtung ein, dann auf Aktualisieren klicken und jetzt sieht es schon viel besser aus. Den Copyright-Text unten rechts können wir auch noch ändern. Wir klicken wieder in das Element rein
und können den Text in dem Feld links anpassen. Man kann hier alles reinschreiben, was man möchte. Ich füge hier einen Copyright-Text als Beispiel ein. Das Copyright-Symbol findet man übrigens über das Plus-Symbol bei Sonderzeichen und kann es dann einfügen. Anstatt 2023 können wir auch einfach einen kleinen Shortcode verwenden, um automatisch immer das aktuelle Jahr anzuzeigen. Dann müssen wir es beim Jahreswechsel nicht mehr selbst anpassen. Dafür geben wir einfach current-year in eckigen Klammern ein. Über den Veröffentlichen-Button speichern wir diese Änderungen jetzt erst einmal ab. Zwei ganz wichtige und rechtlich erforderliche Seiten fehlen uns aber noch, nämlich das Impressum und die Datenschutzerklärung. Im ersten Schritt werden wir die beiden Seiten erstellen und im zweiten Schritt diese 4 Menüpunkte im Footer mit den beiden Seiten ersetzen. Dafür schließen wir den Customizer, gehen im Dashboard zu Seiten und dann auf Neue Seite erstellen. Für die erste Seite tragen wir als Titel Impressum ein und veröffentlichen die Seite direkt. Über die Astra-Einstellung setzen wir das Container-Layout wieder auf volle Breite und bei den erweiterten Einstellungen aktivieren wir wieder den transparenten Header und klicken auf Zurück zum Beitrag. Anschließend noch aktualisieren und dann klicken wir auf Mit Elementor bearbeiten, um den Inhalt einzufügen, so wie wir es schon gelernt haben. Als ersten Abschnitt möchte ich wieder ein schönes Hintergrundbild mit dem Titel darauf haben, so wie wir es bei allen anderen Seiten auch haben. Dafür öffne ich zum Beispiel die Kontaktseite in einem neuen Tab, starte den Elementor Page Builder und kopiere mir den ersten Abschnitt über einen Rechtsklick. Dann gehen wir wieder zurück zu unserer Impressum-Seite und fügen den Abschnitt über einen Rechtsklick und Einfügen ein. Jetzt nur noch den Titel anpassen und gegebenenfalls noch das Hintergrundbild austauschen und wir haben schnell und einfach den ersten Abschnitt übernommen. Über das Plus-Symbol erstellen wir einen weiteren Abschnitt bzw. Container und fügen das Texteditor-Element ein. In dieses Textfeld tragen wir unsere Angaben fürs Impressum ein. Ich füge hier mal ein beispielhaftes Musterimpressum ein. Um euer Impressum zu erstellen, kann man einen der vielen Impressum-Generatoren online verwenden. Häufig wird hierfür zum Beispiel der Generator von erecht24.de genutzt. Damit könnt ihr sowohl euer Impressum als auch eure Datenschutzerklärung kostenlos erstellen. Man kann auch einfach nach Impressum-Generator bzw. Datenschutzgenerator im Internet suchen und wird auch bei anderen Anbietern sehr schnell fündig. Beachte dabei bitte, dass jeder selbst für den Inhalt seines Impressums und der Datenschutzseite verantwortlich ist und diese Tools im Internet nur als Hilfsmittel anzusehen sind. Nachdem ihr euch durch einen der Generatoren durchgeklickt habt und das Impressum hier eingefügt habt, speichern wir noch ab und machen das Ganze dann nochmal im Schnelldurchlauf analog für die Datenschutzseite. Wir verlassen den Page Builder über Exit, um zum Dashboard zu kommen. Dann erstellen wir wieder eine neue Seite und vergeben Datenschutz als Titel. Veröffentlichen die Seite und aktivieren wieder volle Breite für das Container-Layout sowie den transparenten Header. Danach öffnen wir wieder den Elementor Page Builder, wechseln kurz zur Kontaktseite, um uns den ersten Abschnitt zu kopieren und fügen diesen wieder auf unserer Datenschutzseite ein. Die Überschrift müssen wir auch noch anpassen. Wir erstellen wieder einen neuen Abschnitt und fügen das Texteditor-Element ein. Da es sich bei dieser Website nur um eine Demo-Seite für Anschauungszwecke handelt, füge ich auch hier wieder erstmal nur einen Beispieltext ein. Ihr müsst an dieser Stelle natürlich den Text einfügen, den ihr mit Hilfe des Datenschutzgenerators erstellt habt. Wenn wir mit allem zufrieden sind, speichern wir ab und verlassen den Page Builder über Exit. Die beiden neu erstellten Seiten müssen wir jetzt noch im Footer verlinken. Dafür erstellen wir zunächst ein neues Menü mit den beiden Seiten. Wir gehen auf Design und dann Menüs und hier oben klicken wir auf Erstelle ein neues Menü. Als erstes müssen wir dem Menü einen Namen geben, zum Beispiel Footer-Menü, und klicken dann auf Menü erstellen. Im Anschluss können wir die Impressum- und Datenschutzseite links auswählen und zum Menü hinzufügen. Eventuell muss man die Reihenfolge der Menüpunkte noch anpassen. Bei der Position im Theme wählen wir Footer-Menü aus, damit dieses Menü ganz unten links im Footer angezeigt wird. In Klammern sehen wir, dass aktuell noch das Main-Menü hinterlegt ist, welches aus den 4 Menüpunkten besteht.
Dann noch das Menü Speichern und wir können uns das Ergebnis auf unserer Website anschauen. Beide Seiten sind jetzt im Footer und die Verlinkungen funktionieren auch einwandfrei. Das Design unserer Website steht, es gibt jedoch eine kleine, aber sehr wichtige Sache, die ich euch zusätzlich noch als Bonus zeigen möchte. Es geht dabei um die Schriftarten auf der Website, welche durch Google Fonts bereitgestellt werden. Google Fonts ist ein interaktives Verzeichnis mit über 1400 von Google bereitgestellten Schriftarten, welche auch von den Page-Buildern in WordPress verwendet werden. Um die Schriftart auf unsere Seite laden zu können, stellt Google automatisch eine Verbindung zu unserer Website her. Dabei werden personenbezogene Daten der Website-Besucher an Google gesendet, was datenschutzrechtlich ohne vorherige Zustimmung des Besuchers laut vielen Quellen nicht in Ordnung ist. Man liest hin und wieder, dass dieses Thema zu mehr oder weniger seriösen Abmahnungen führt. Ich bin kein Rechtsanwalt oder Datenschutzexperte, kann euch aber zeigen, wie man dieses Problem technisch unterbindet, damit euch solche Abmahnungen erspart bleiben. Dabei unterbinden wir die Verbindung zu Google und lassen unsere Schriftarten über unsere eigene Domain laden. Das Schöne daran ist, dass das mit einem kleinen WordPress-Plugin sehr schnell erledigt werden kann. Bevor wir das Plugin installieren, machen wir hier in Chrome noch einen Rechtsklick und gehen auf Untersuchen und dann auf Sources. Hier sehen wir diese beiden Domains von Google, die wir nicht haben möchten. Wir gehen ins Dashboard und unter Plugins klicken wir auf Installieren und geben im Suchfeld Local Google Fonts ein. Dann installieren wir dieses Plugin von Everpress und klicken danach auf Aktivieren. Dann klicken wir noch auf Einstellungen, um zu den Einstellungen des Plugins zu kommen. Hier müssen wir dann nur noch einen Haken bei Schriften automatisch laden setzen und die Änderungen speichern. Mehr müssen wir auch nicht machen, das Plugin sollte jetzt schon funktionieren. Das prüfen wir, indem wir zurück zur Website gehen, die Seite aktualisieren und dann wieder mit einem Rechtsklick die Seite untersuchen. Unter Sources sind die beiden Domains von Google verschwunden und unsere Schriftarten sehen immer noch so aus wie vorher. Das heißt, es hat alles super geklappt. Damit sind wir am Ende dieses WordPress-Tutorials angekommen und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir können uns hier oben rechts noch von WordPress ausloggen und unsere Startseite aufrufen, um die Website so zu sehen, wie sie auch alle anderen sehen würden. Wir haben zusammen Schritt für Schritt eine professionelle Website erstellt und ich hoffe, dass euch dieses Tutorial weitergeholfen hat. In so einem Video stecken unglaublich viele Stunden an Arbeit und ich würde mich wirklich sehr über eure Rückmeldung dazu in den Kommentaren freuen. Falls ihr Fragen habt, stellt diese bitte auch jederzeit in den Kommentaren. Ich werde auf jeden Fall darauf antworten. Keine einzige Frage soll hier unbeantwortet bleiben. Und wie es sich auf YouTube gehört, nochmal der Hinweis zum Schluss, gerne einen Daumen hoch und ein Abo dazulassen, wenn euch das Tutorial gefallen hat. Vielen Dank von mir und bis zum nächsten Video.